Lisa schweigt jetzt wirklich schon seit mehreren Wochen, nur weil Mia sie gebeten hat, sie aus der WhatsApp-Gruppe zu nehmen. Oder da ist Paul. Paul ist eigentlich so ein eher ruhigerer Mensch und der lästert jetzt im Hintergrund total über Marc, nur weil der jetzt einen neuen und besseren Job hat. Ja. Extrem narzisstische Menschen, die haben manchmal sehr merkwürdige mitunter Reaktionen darauf, wenn sie sich geärgert fühlen, wenn sie sich gekränkt fühlen. Wir schauen uns heute mal an, in welchen Momenten sie sich ärgern, wie das aussieht, wie die Reaktion aussieht und wie man auch souverän damit umgehen kann. Dieses Thema mache ich allerdings nicht, damit ihr jetzt durch die Welt gehen könnt und sagen könnt, jetzt gucke ich mal, wie ich Narzisstinnen ärgern kann. Macht ja auch keinen Sinn. Es macht aber durchaus Sinn, wenn Menschen halt sehr extrem reagieren, eben zu gucken, okay, wo kommt das vielleicht her, es nicht so auf sich zu beziehen und souverän damit umzugehen. Ihr wisst auch, keine Schwarz-Weiß-Sicht, kein Bashing, aber wenn ihr eigene Gedanken habt, super, super gerne, schreibt es in die Kommentare rein. Ja. Ich bin übrigens Marie und jeden Samstag gibt es hier auch ein Video mit vielen Tipps. Worüber ärgern sich denn nun verdeckte Narzissten? Gucken wir uns jetzt mal ein paar Punkte an. Wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt denkt ihr vielleicht, Marie, keine Aufmerksamkeit, verdeckte Narzissten, die sind doch eher so in der zweiten Reihe, eher ruhiger. Naja, es ist so, dass offene Narzissten ihre Bühne brauchen. Ne? Die brauchen die große Aufmerksamkeit dadurch, dass sie laut sind. Verdeckte Narzissten wollen aber auch Aufmerksamkeit. Die machen das oft eben nur anders. Ne? Wenn euch das Thema verdeckter Narzissmus, haben wir ja schon viel hier auch gemacht, interessiert, könnt ihr ja noch mal rumstöbern, könnt ihr auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, mal schauen. Da ist auch richtig, richtig viel zu drin. Ja? Sie sind häufig eben eher so im Hintergrund aktiv, versuchen über andere Dynamiken ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist eben so, dass sie das einmal im familiären Background vielleicht, indem sie immer wieder auch Themen, die polarisieren, sie einfach wissen bei Familienfeiern, dass sie die einfach so einstreuen, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist manchmal so, dass sie gerne auch im Hintergrund Gerüchte streuen, sozusagen die Strippen ziehen, darüber ihre Aufmerksamkeit bekommen wollen. Das funktioniert aber eben auch nicht immer. Ne? Zum Beispiel ist es so, dass da eine Gruppe ist und da sind irgendwie 7 Mädels, die kennen sich schon echt lange und da ist die Leonie und da ist auch die Johanna und Leonie hat jetzt ihren Junggesellenabschied. Freut sich voll, hat Johanna auch eingeladen, obwohl Johanna echt schwierig ist. Es wird auch immer schwieriger mit ihr, ständig hat sie irgendwas, ja. Ihre Erkrankung, die nehmen auch alle Leute ernst, aber sie macht einfach auch überhaupt nichts, dass es ihr besser geht. Und sie versucht immer wieder, sich mit diesen Erkrankungen in den Mittelpunkt zu setzen und hat da schon so manche Feier gesprengt. Und dann ist gerade dabei, dass alle da sind, Schaböhnchen irgendwie eingegossen, erheben das Glas und in dem Moment sagt Mia so, ja, Johanna, wie sieht's aus? Nein, weißt du, ich bin heute Morgen aufgewacht und so richtig gut geht es mir nicht. Also Champagner, Ach, weißt du was? Dann Orangensaft verträgst du doch ganz gut. Ich habe extra das gekauft, was du gut verträgst. Schau mal hier, dann stoß doch damit an. Lasst uns gemeinsam doch jetzt mal hier auf die Leonie anstoßen. Ist das nicht toll, sagte Mia. Und Johanna guckte sie an. Ihr Gesicht fiel zusammen, sie hat mit angestoßen. Den ganzen Abend schwieg sie und bekam eben nicht die Aufmerksamkeit, die sie häufig gewohnt war, sondern Leonie stand im Mittelpunkt. Dann vielleicht auch der Kollege, ne? Da ist der Mirko ist in der Teeküche und trifft auf Beate. Und Beate sagt, hey Mirko, alles klar bei dir? Komm mal her, mach die Tür zu. Hast du es schon gehört? Deine nette Kollegin, die mit dir zusammensitzt, die Patricia. Patricia hat jetzt echt einen Bock geschossen. Ja? Die hat jetzt irgendwelche Zahlen ausgewertet, habe ich gehört. Ja, weil der Chef gar nicht begeistert von sein. Und jetzt ist wohl ihre Beförderung echt, steht in den Sternen, ob das klappt. Ja, also sag's keinem, aber ne? Ach, sagt Beate, Mirko, du wieder. Du weißt wieder alles vor allem vor. Ich kann mir das, ja, kann passieren, dass vielleicht immer eine Zahl irgendwie falsch ist. Aber die ist so gut und die hat letztes Jahr das Projekt so gut gemacht, da warten wir mal ab, was da kommt. Mirko guckte sie mit großen Augen an und sagte nur, ja, du musst es ja wissen, ja, und drehte sich um und redete mit Beate lange Zeit nicht.
Ja, das sind Sachen, Beispiele dafür, erstmal die Reaktion auf den Schweigen, schnippischer Spruch, ja, wenn Narzissten, verdeckte Narzissten, sich ärgern. Aber es passiert halt häufig eben dann, wenn ihre Aufmerksamkeitsstrategien, und die stehen nicht morgens auf, überlegen sich das groß, da wird sie maßlos überschätzen, aber sie haben so ihre Möglichkeiten so für sich ausgetestet, wie das funktioniert quasi. Und wenn das eben nicht funktioniert, ja, dann reagieren sie eben zum Beispiel wie beschrieben. Sie mögen es einfach nicht, wenn ihre Giftpfeile, die sie abspritzen, eben keinen Erfolg haben oder eben diese Mitleidsmasche quasi in dem anderen Punkt, immer wieder sich ins Zentrum mit zum Beispiel Erkrankungen zu setzen. Versteht mich nicht falsch, Erkrankungen sind schlimm, aber das ist tatsächlich ein Weg, wie sie es leider oft machen. Wenn es anderen Menschen schlechter geht, geht davon aus, dass es verdeckten Narzissten immer noch schlechter geht in dem Moment oder in der Vergangenheit gegangen ist. Denn sie setzen sich oft in Konkurrenz mit den Menschen in ihrem Umfeld und das mit Erkrankung. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber sie haben häufig ja auch diesen sekundären Krankheitsgewinn, packe ich euch mal hier oben und hier unten rein, von dem sie durch ihre Erkrankung mitunter auch profitieren. Und sie möchten auch darüber natürlich ihre Aufmerksamkeit haben. Da ist zum Beispiel die Cornelia, und ja, die Cornelia ist jetzt super, super gestresst, sie hat noch mehr im Job jetzt zu tun bekommen. Die Kollegin hat das Unternehmen verlassen. Sie war jetzt beim Arzt, der hat gesagt, Mensch, da müssen wir jetzt ein bisschen Physiotherapie auch machen, ein bisschen Entspannung auch vielleicht, ne? Und hat auch gesagt, sie soll auf sich aufpassen und ja, rief sie ihre Mutter auf dem Rückweg an. Ihre Mutter, wie sie jetzt auch so ein bisschen rausgefunden hat, sehr extrem narzisstische Züge. Sie hat sich sehr häufig um sie gekümmert, auch als Kind, aber aus der Gewohnheit heraus, irgendwas trieb sie in dem Moment wieder, sie auch anzurufen. Sie wollte sie auf die Tage besuchen kommen und sagte sie, ja Mami, ich bin's, hi, du, weißt du, ich habe mit meinem Rücken, ich bin so verspannt, ich war jetzt vom Arzt und er meinte auch, ich soll jetzt echt auf mich aufpassen und ach, Connylein, sagt die Mutter, du mit deinem Rücken. Aber weißt du, ich kenne das. Als ich mit dir schwanger war und sie holte gerade wieder aus, als Conny sich dachte, ich ertrage es gerade nicht, ich möchte nicht, dass wir wieder anhören. Sie kannte die Geschichte nämlich schon und sie kannte es auch, dass ihre Mutter wieder die volle Aufmerksamkeit wollte, obwohl es ihr schlecht ging. Mitleid bekam sie leider von ihr so gut wie nie, obwohl sie es irgendwie auch immer hoffte und sagte in dem Moment, Mama, du ganz ehrlich, ich kenne die Geschichte ja und ich muss jetzt erstmal selber für mich so ein bisschen durchatmen. Ach ja, ach, da ist ja auch Erika. Erika, die Nachbarin war am Telefon. Erika, Conny, war jetzt auch alles soweit, ne? Wird schon machen, eine Wärmflasche irgendwie drauf, das wird schon wieder. Und legte wirklich auf. Ja, sie rief ihre Tochter die ganzen Tage nicht an, um zu hören, wie es ihr geht. Am Sonntag rief dann wie gewohnt die Conny bei ihr wieder an und sie fragte nicht einmal mehr nach, wie es der eigenen Tochter ging. Stattdessen war sie ein bisschen belegt, weil sie in dem Moment nicht ihre Geschichte loswerden konnte und sich zurückgewiesen gefühlt hat. Also das kann auch sehr extrem sein, wenn der anfangen zum Beispiel Grenzen zu setzen, ja, gerade bei verdeckten Narzissten, auch bei diesem Thema, dass sie dann auch da, wie gesagt, schweigen, weil sie dann nicht zum Zug quasi kommen. Das nächste ist, sie mögen es nicht, wenn sie nicht umsorgt und bedient werden. Ja. Viele verdeckte Narzissten sind auch wie offene Narzissten faul. Ja. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, hier oben und hier unten, kann ich euch sehr ans Herz legen. Sie behaupten aber sehr häufig das Gegenteil. Also wenn ihr sie hört, dann sind sie ja die fleißigsten Menschen auf Erden oder sie sind sogar stolz darauf, wie faul sie sind. Ja, meine Frau, die macht das halt alles für mich. Die macht halt die Entscheidungen, so ist das halt. Bei uns ist die Rollenverteilung ganz klassisch, das kann so eine Aussage sein. Könnt ihr aber auch bei narzisstischen Frauen haben. Nee, ich kann das alles nicht, mein Mann, der regelt das alles für mich. Auch das habt ihr in dem Bereich. Sie nutzen andere Menschen häufig schamlos aus und wollen sich von allen bedienen lassen. Es ärgert sie ungemein, wenn der Rest der Welt dann nicht mehr so mitmacht, wie sie sich das vorstellen. Denn sie erwarten es ja praktisch, dass sich die Welt um sie dreht. Das habt ihr leider auch in sehr toxischen, narzisstisch geprägten Beziehungen sehr häufig, dass ihr eine Person habt, die sehr, sehr viel macht und dann die extrem narzisstische Person, die sich absolut bedienen lässt. Das ist zum Beispiel bei Jason so. Jason und Annika sind schon längere Zeit jetzt zusammen, wohnen zusammen. Ja, und es war so, die sind halt zusammengezogen. Da war Annika im Studium.
Und Jason hat gearbeitet, seinen Job irgendwie und sie war immer, also erst hat sie noch ein bisschen was gemacht, aber dann war sie auch immer gestresst. Die Masterarbeit, dann fing der neue Job irgendwie an und Jason machte und tat. Ja. Er kochte auch leidenschaftlich gerne, aber es fing damit an, dass er am Anfang nur kochte und mittlerweile alles macht. Er kaufte ein, er kochte, er packte alles in den Geschirrspüler und Annika ließ sich von ihm bedienen. Es ging sogar so weit, dass er, wenn er mal wegfuhr, für sie Essen vorkochte. Er unterhielt sich immer mehr auch mit seinen Freunden darüber, weil irgendwie merkte er so richtig, okay, ist das nicht. Und die meinten auch, hey Jason, guck doch mal ein bisschen mehr auch auf dich. Die kann das schon alleine und da musst du nichts vorkochen. Also fuhr er übers Wochenende zu seinen Eltern alleine, wie er das so oft auch mal machte, und kochte für Annika eben nichts vor. Ja. Annika war die ganze Zeit schon so ein bisschen belegt und auch als er nach Hause kam, war sie nicht irgendwie voller Freude, sondern zog ein Gesicht. Die Wohnung sah aus wie Sau, überall lagen Schokoladenschachteln leere irgendwie rum und er fragte ja, und wie war es? Ja, wie soll es schon gewesen sein? Ne? Also ging so. Hast du dich schön bekochen lassen von deinen Eltern? Das war der einzige Spruch, den sie brachte und war die nächsten Tage schlecht drauf. Ja, das kann es durchaus eben geben. Dann, wenn sie nicht gelobt werden, ein nächster Punkt, auch ein Punkt. Gerade wenn ihr aus einem narzisstischen Elternhaus kommt, dann kennt ihr das, dass ihr eure Eltern sehr stark loben müsst. Also ihr als Kinder. Ihr habt wahrscheinlich nie Lob bekommen, aber ihr kennt es zu loben, ja, euren Vater zu loben, ja, wie er etwas so toll gemacht hat, dass er der Ernährer der Familie ist, ne? Oder die Mutter, wie sie sich ausopferte quasi auch und immer gekocht hat. Oder auch in Kleinigkeiten, Mami, das ist ja so schön hier die Serviette gefaltet. Also ihr habt für jeden Kram irgendwie eure Eltern gelobt. Ihr kennt es vielleicht auch so, wenn ihr, wie gesagt, so aufgewachsen seid. Und wenn man das aber nicht mehr macht, extremen Narzissten zu loben, sondern ihnen vielleicht für sie im Worst Case vielleicht auch mal ein realistisches Feedback gibt, wenn etwas vielleicht auch nicht gut war, dann sind sie sehr, sehr stark, ziehen sich zurück. Es ärgert sie ungemein, weil sie das ja gewohnt sind, eben auch da eine Sonder- und Extrabehandlung zu bekommen. Das nächste ist, wenn andere mehr haben als sie. Das ärgert Narzissten ungemein. Auch verdeckte Narzissten, die erzählen sehr häufig, müsst ihr auch mal darauf achten, Geld ist mir überhaupt nicht wichtig. Ja, das ist überhaupt, nee, das spielt in meinem Leben keine große Rolle. Aber sie nutzen andere Menschen, was finanzielle Belange betrifft, sehr stark aus und sie sind, wenn ihr genau hinguckt, extrem materialistisch, aber würden das eben nie zugeben. Sie sind zudem auch sehr stark neidisch auf andere, wenn andere mehr haben als sie. Neid nimmt im Leben von Narzissten eine sehr starke Rolle ein. Hier oben und hier unten habe ich das für euch auch verlinkt. Sie würden das aber nie zugeben. Sie sind auch unfassbar geizig, müsst ihr auch mal drauf achten, lassen es selbst krachen und sehen sich aber auch als sehr, sehr bescheidene Menschen an. Und sie können es einfach nicht ab, wenn andere Menschen mehr haben als sie. Das lässt sie mitunter auch kochen, quasi vor Wut, wenn andere mehr haben und sie dann quasi nicht mithalten können oder eben auch von diesem Besitz von ihnen nichts abbekommen, denn das wollen sie auch gerne. Da sitzt Paul im Auto mit Lisa und sie waren auch total nett eben, ja. War nämlich bei dem Freund Klaas zu Besuch und seiner Frau und sie sitzen im Auto, sie winkt noch, dreht sich um und sagt, boah, ist das ätzend, Alter, dieser Prunk, dieses Ganze. Ey, wer braucht das schon? Ja, was war das denn für eine Show? Und fing an, ganz, ganz böse über Klaas und seine Frau zu lästern. Paul kannte das schon, aber es wurde fast schon immer schlimmer. Dabei hatten die beiden doch auch alles, aber die Lisa, die flippte fast völlig aus dem Auto. Ja, erstmal diese ganzen tollen Sachen, diese Designerlampe. Boah, wer braucht sie denn? Dabei wollte sie die selber haben, das wusste Paul, aber sie war ihr eben zu teuer. Und dann fing sie an, über das Essen zu lästern. Oh, was sie uns da gekocht haben. Ja, wenn ich schon so viel Kohle habe, ja, ich meine, dann kann ich auch ein bisschen was Besseres da irgendwie auffahren. Das war ja wohl echt die allerbilligste Nummer. Ja,
Hast du gesehen, welche Erdnüsse sie dann irgendwie gebracht haben? Ich habe geguckt, ich habe in der Küche, allen Ernstes habe ich mal den Müll aufgemacht und habe mal geguckt, ja, du, das war vom Discounter, ja. Klar, Billignüsse unter der Designerlampe essen, ne? Und Paul konnte es gar nicht fassen, wie sehr Lisa schon wieder vom Leder gezogen hat. Ja. Lisa war einfach, genau im Hinsehen, unfassbar neidisch und ärgerlich, dass sie so viele Sachen nicht hatte und wertete ganz, ganz stark, wie sie das so oft macht, bei Menschen, die vermeintlich mehr hatten als sie, diese auch auf der persönlichen Schiene ab. Und es ging sogar in diesen wirklich lächerlichen Bereich, bei anderen in Mülleimern zu wühlen und darüber das eben auch sogar zu erzählen. Ja. Wenn andere Menschen erfolgreicher sind als sie, auch fast unerträglich, aber auch da verdeckte Narzissten besonders faul sehr häufig und sie sind, muss man auch sagen, nicht besonders schlau. Ja, ich habe euch schon sehr oft gesagt, sie verkaufen sich gerne als besonders smart, aber ihnen fehlt auch durch den Dunning-Kruger-Effekt, hier oben und hier unten nochmal ein Video dazu, ne, oftmals auch die Kompetenz zu erkennen, dass sie eben nicht die Kompetenz haben oder auch eben Wissenslücken, wie wir die auch mitunter einfach alle haben. Und sie wollen um jeden Preis eben Erfolg haben. Ne? Und da kopieren sie oft auch Menschen, das auch, machen sie irgendwie nach, versuchen sie zu diskreditieren mitunter auch. Und sie machen deshalb ja erfolgreiche Menschen in ihrem Umfeld mitunter sehr stark runter, relativieren das, was sie machen, oder machen sie sich in einer wirklich kindlichen Art so über sie lustig, dass es wirklich schon auch mitunter im eigenen Bereich dann Fremdschämen-Momente gibt, wenn sie mal wieder schlecht über andere reden. Das nächste ist, sie mögen keine Veränderung und sind oft sehr, sehr unflexibel und hassen es mitunter wie die Pest, wenn es Änderungen im Leben gibt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich habe dazu jetzt auch keine hochwissenschaftliche Studie oder so gefunden. Aber es ist durchaus schon, dass sie nicht sehr flexibel sind. Sehr gerne der Satz, das war doch schon immer so. Unter das war doch schon immer so, ist zum Beispiel Urlaube. Urlaube, die fahren Jahrzehnte immer an den gleichen Urlaubsort, mitunter mit den gleichen Menschen oder ins gleiche Hotel. Also dass sie da auch eine Sonderbehandlung quasi bekommen. Abläufe sind immer gleich. Die labeln das sehr, sehr häufig, müsst ihr mal darauf achten, Tradition. Das war doch schon immer so. Das ist doch Tradition. Das macht's, kurzer Einwand, für euch wahrscheinlich auch sehr schwer, wenn ihr aus dem Elternhaus kommt, zum Beispiel euch emanzipieren wollt oder aus einer Ehe, die schon ewig ist, zu sagen, oh Gott, ja, ich will die Traditionen da nicht brechen. Ja. Dabei tut es vielleicht an manchen Punkten auch mal ganz gut, ja, aber das wollen oft verdeckte Narzissten eben nicht. So wie bei Dingen, bei Unternehmungen, sie unflexibel sind, sind sie auch bei eigenen Veränderungen unfassbar, zum einen nicht so reflektiert, aber auch unflexibel. Ja, so bin ich eben. Ja, so bin ich eben. Nimm mich halt so, wie ich bin. Das ist so ein ganz typischer Satz. Wenn sie sich zum Beispiel aber auch einmal nicht freundlich und sehr ausnutzend verhalten haben, das Umfeld vielleicht auch sagt, Mensch, das war jetzt nicht freundlich, das war jetzt nicht nett, wo andere Menschen drüber nachdenken würden, kommt dann immer, so bin ich eben, nimm mich halt, lieb mich oder hass mich. Ne? Ihr wisst ja auch, dichotomes Denken, Schwarz-Weiß-Sicht habt ihr da sehr oft. Ja? Und wenn ihr, wenn es dazu kommt, dass ihr vielleicht durchaus mal Pläne ändert, wenn ihr sagt, nee, wisst ihr was, in diesem Jahr Ostern kommen wir nicht zu euch, sondern wir gehen irgendwie essen und ihr reserviert in einem Restaurant einen Tisch, ja, dann ist es vielleicht so, dass eure Mutter, eure Vater, Schwiegereltern kommen und eure extrem narzisstische Mutter ganz kurz vorher plötzlich absagt und selbst nicht kommt. Ja? Also dass sie dann diese Änderungen eben auch torpedieren, weil sie dann ärgerlich sind. Sie wollen, dass alles bleibt, wie es ist, und so versuchen sie das eben dann auch mit ihrem Ärger in dem Moment umzugehen, indem sie auch zum Beispiel Vorwürfe machen. Sie machen, ich habe mir noch aufgeschrieben, es hagelt unglaubliche Vorwürfe auch, dass man bloß wieder zurückgeht, und weil sie ärgerlich sind und wahnsinnig unflexibel. Was sie auch ärgert, ist die Freude und Leichtigkeit anderer Menschen.
Ist doch eigentlich schön, müsste man meinen, wenn das Umfeld happy ist, wenn die Leute gut drauf sind, wenn sie Spaß und Freude haben. Ja, das ist aber bei verdeckten Narzissten eben nicht so. Sie werten das sehr, sehr schnell ab, wenn andere freudig und leicht sind, eine Leichtigkeit im Leben haben. Sie haben die selber eben häufig auch nicht. Sie können sich auch nicht wirklich freuen, wenn ihr mal genau hinguckt. Es wirkt oft gespielt und gekünstelt, wenn sie sich freuen. Die einzige Freude, die verdeckte Narzissten oft haben, ist Schadenfreude. Müsst ihr mal genau hingucken. Das ist natürlich ganz schlimm bei Kindern. Wenn ihr so aufgewachsen seid mit verdeckt narzisstischen Eltern, die dann immer ärgerlich werden, wenn die Kinder vielleicht aufblühen, wenn sie leicht sind, wenn sie Freude irgendwie auch haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Wirklich feinen Humor haben sie oft nicht. Und sie sind total ärgerlich, wenn sie den feinen Humor anderer Menschen, der eben nicht abwertend ist, ja, den sie aber nicht verstehen, wenn sie den nicht verstehen. Dann werden sie ärgerlich. Ja. Dann beginnen sie mitunter, kommen wir auch gleich noch drauf, das Gegenüber abzuwerten. Denn ihr Humor ist ganz speziell und wenn ihr genau hinguckt, ist es einfach auch kein Humor, sondern es sind einfach nur ständige Abwertungen und blöde Bemerkungen. Das nächste ist auch, wenn die strategische eigene Herabsetzung und das Fishing for Compliments nicht klappt und sie kein Mitleid bekommen, hatten wir bei den Erkrankungen eben auch schon, ärgert sie ungemein. Ja? Ich kann das eben nicht, ja, oder ach, es dankt mir ja sowieso keiner. Also ganz typische Sätze. Und in dem Moment wollen verdeckte Narzissten genau das Gegenteil hören. Also wir sagen, ich bin doch da nicht so gut, ich kann das doch nicht, ich bin doch nur, ich habe Arzthelferin und keine Ärztin und dass die anderen sagen in ihrem Umfeld, nein, aber du könntest es doch auch. Ja, du bist doch so gut, du bist doch so kompetent. Und sie wollen eben genau das hören. Sie können es überhaupt nicht ab, wenn das Umfeld nicht darauf einsteigt. Ja? Und das ist auch so ein Punkt. Wenn man sie kritisiert, sie labeln, das müsst ihr immer darauf achten, immer als hochsensibel. Ich bin halt hochsensibel. Ja? Hochsensibilität, Narzissmus, habe ich auch mal ein Video gemacht. Schaut mal hier oben und hier unten eben auch verlinkt. Sie ärgern sich unglaublich über Kritik. Sie sind absolut, wenn es sehr ausgeprägt ist, nicht kritikfähig, haben keine Möglichkeit zur Reflexion häufig auch. Und das ist eben auch so ein Punkt. Ja. Wie sehen die Reaktionen aus? Abwertung habe ich eben an Beispielen auch schon gesagt und Diskreditierung, das geht wirklich in mitunter auch peinlichen Bereich. Ne? Was braucht denn der für so einen großen Rasenmäher? Fehlt wohl sonst die Größe. Also es wird wirklich auch derbe manchmal und wirklich das unangenehm, fremdschämend auch fürs Umfeld wird. Das ist so ein Punkt. Dann haben sie manchmal tatsächlich, wenn es sehr extrem ist, auch richtige Feindseligkeit und Rachegelüste. Ne? Das ist häufig auch so, wenn sie sich dann sozusagen bedroht fühlen. Ja? Das habt ihr oft, wenn andere mehr haben als sie, wenn sie merken, sie kommen mit dem Humor nicht zurecht, sie verstehen es einfach nicht. Wenn andere also mehr Bildung haben beispielsweise als sie und sie das vielleicht auch nicht verstehen können, ja? Dass sie dann anfangen, um sich eben zu beißen. Und das ist auch mitunter eine Reaktion. Dann auch häufig eine passive Aggressivität, dass sie einfach andere bloßstellen, ja, dass sie eine spitze Bemerkung machen. Ne? Der Mirko vorhin nochmal so ein Giftpfeil irgendwie geschossen. Das machen sie häufig eben auch. Dann sehr typisch ist auch Schweigen. Das können extrem narzisstische Menschen sehr, sehr lange mitunter auch machen. Dann trumpfen sie eben auf, habe ich euch eben auch schon gesagt. Also einer ist krank und sie sind eben noch kränker, ja, und finden immer noch, also stapeln so hoch in verschiedenen Bereichen eben auch, wenn sie ärgerlich sind, um den anderen eben auch abzuwerten. Sie müssen unbedingt wieder dieses Verhältnis bekommen, dass sie vermeintlich besser sind. Sie versuchen auch Freude anderer eben kaputt zu machen, mit so Sätzen wie, freu dich mal nicht zu früh. Wenn ihr in einem extrem narzisstischen Elternhaus aufgewachsen seid, ist euch dieser Satz wahrscheinlich sehr geläufig. Ja? Oder jetzt lachst du noch. Ja, ist auch so ein Punkt. Was bist du denn so aufgedreht? Ja? Auch so ein typischer Satz, wenn so eine Gelöstheit, so eine Freude vielleicht auch aufkommt. Und dann eben auch diese Mitleidsmasche, ja, über sekundären Krankheitsgewinn, darüber Aufmerksamkeit eben auch zu bekommen. Ja, warum lässt man sich dadurch stark verunsichern und versucht durchaus mit unterbewusst auch diesen Ärger mit ihnen zu vermeiden? Ja, man glaubt, sie sind
kompetent, weil man selbst sehr unsicher ist. Also wenn sie dann irgendwie anfangen an, oder einen selber auch zu diskreditieren, dass man dann denkt, naja, vielleicht bin ich auch wirklich nicht so gut und lässt sich davon verunsichern. Man denkt, sie sind unglaublich verletzlich, weil sie ja erstmal auf den ersten Blick mitunter so sensibel wirken, auch selber von sich labeln, ich bin hochsensibel oder so, lässt sich davon vielleicht auch einfangen. Man kennt dieses Bedienen von früher, mit den faulen Narzissten beispielsweise, Parentifizierung als Stichwort, packe ich euch hinten mal ein Video rein, dass ihr auch denkt, so funktioniert die Welt eben auch. Man kennt diesen komischen Humor, macht da vielleicht auch mit, anstatt irgendwie Grenzen zu setzen. Da kommen wir nämlich auf den nächsten Punkt, ich glaube, das ist der Hauptpunkt häufig, dass man mitunter auch echt Angst hat vor den beschriebenen Reaktionen, vor Abwertung, dass man vielleicht auch schlecht dasteht im Umfeld, was reden die über mich dann vielleicht auch, dieses Schweigen, also quasi Liebesentzug, weil da häufig auch gar keine tiefe Liebe irgendwie auch ist, Kontaktabbruch, mit dem gedroht wird. Also all solche Punkte, vor denen große, große Ängste herrschen. Jetzt gucken wir uns das heute mal an. Nochmal als nächsten Schritt die Tipps, die ich für euch habe, die habe ich natürlich auch. Das allererste ist, keine Angst zu haben. Das klingt erstmal total lapidar, ist mitunter, wenn ihr sehr tief in den Dynamiken mit Narzissten drin seid. Wenn ihr da auch mal Fragen habt, könnt ihr übrigens auch immer bei mir anrufen, auch für individuelle Tipps. Können wir ja telefonieren oder auch per Videocall reden. Man hat halt Angst, ja? Bewusst, unbewusst, weil sie eben wieder drohen, das machen sie einfach sehr oft. Man muss auch gucken, dass sie auch durchaus im Extremfall bösartige Züge haben und man sollte aber diese Angst davor eben ablegen, denn sie sind wirklich unsichere Menschen. Ja, das ist das eine, wenn man so denkt, oh Gott, ne, so bedrohlich das Ganze monstermäßig wirkt. In Wirklichkeit sind sie total unsichere Menschen einfach, auch denen man mitunter mal klare Grenzen setzen sollte, um mit ihnen auf Augenhöhe eben zu kommunizieren. Dann eben auch im Alltag, im Umgang, vielleicht so ein paar Dinge zu ändern, wenn man sehr tief drin steckt, dass man immer wieder diesen Ärger vermeiden will, sich die Freude eben nicht nehmen zu lassen. Es ist doch Mist, wenn man sich sehr viel Freude nehmen lässt von ihnen und eben nicht gelöst ist. Es kann sein, dass ihr diese Freude verloren habt, weil ihr als Kinder eben von euren Eltern, ne, freu dich nicht zu früh oder so, ne, oder immer das Negative gesehen ist, sich darauf zu konzentrieren, dass man wieder freudiger wird. Ihnen trotz der Reaktion nicht immer die Aufmerksamkeit zu geben und das Schweigen auszuhalten. Die Conny beispielsweise macht diese Erfahrung mit ihrer Mutter. Das tut weh. Ja, aber auf der anderen Seite hat sie sich da auch gut abgegrenzt und hat auf sich geachtet. Und das ist ganz wichtig. Und auch die Beate, tolle Reaktion mit Mirko, ne, der da rumlästern wollte und wieder böse reden wollte, dafür auch schon bekannt ist und die auch sich da an Grenze gezogen hat. Auch auf die Gefahr hin, dass Mirko da auch ewig geschwiegen hat. Sich nicht in Konkurrenz mit ihnen oder anderen bringen lassen, das wollen sie eben auch häufig, ne, dass sie eben die Aufmerksamkeit haben wollen. Sie wollen sich da irgendwie auch betteln in irgendeiner Hinsicht. Macht das einfach nicht, geht darauf einfach nicht ein, ignoriert sie vielleicht an manchen Punkten einfach auch. Das wird sie ärgern, ja, aber dann ist es eben so, konzentriert euch da viel mehr auf euch, dazu passt auch der nächste Punkt. Nicht mehr bedienen, habe ich es hier genannt. Das heißt nicht, dass man auch mal jemanden umsorgt oder so, aber wenn ihr da voll drin seid, wir erinnern uns an Jason, ne, der da voll drin war, da mal einen Gang runter zu fahren oder auch 5 Gänge, ja, je nachdem euer Tempo, ne, und eben nicht mehr zu bedienen, euch da zurückzunehmen, klare Grenzen eben zu setzen und diesen Ärger des Gegenübers zu spüren, auch auszuhalten. Dann auch dieses Thema Neid ist ja auch sehr groß. Viele Menschen tendieren dahin, weil sie schon kennen, dass Narzissten dann so ärgerlich sind, ja, Besitz, den sie haben, zum Beispiel zurückzunehmen, dass sie das bloß nicht sehen, weil dann werden sie wieder neidisch oder so, würde ich nicht machen. Ja. Ist doch okay. Was ihr habt, wenn ihr euch irgendwie eine tolle Designerlampe gekauft habt, ist doch super. Dann könnt ihr sie auch hinhängen und dann ist es auch völlig in Ordnung. Ne? Eben auch über Erfolge, wenn die über Erfolge berichten, ist auch wichtig.
nicht auf die Wenn-ich-wollte-Masche reinfallen. Ja. Das ist halt auch so, damit wollen sie einen auch oft ärgern, ja, wenn sie schon, wie gesagt, keine fundierte Ausbildung, kein Studium oder so haben, immer über was wäre ich nicht und wenn ich könnte und so weiter. Und euch da nicht aufs Glatteis führen zu lassen, ist auch so wichtig, auch wenn sie dann vielleicht ärgerlich werden, ja, wenn sie sagt, naja, ja, aber du hast es ja nun nicht gemacht oder so, ja, die Realität eben zu spiegeln, aber sich da eben auch nicht verunsichern zu lassen. Dann habe ich den nächsten Punkt, Traditionen zu hinterfragen, finde ich ja so wichtig, ne? Wie gesagt, verdeckte Narzissten lieben Traditionen, gerade wenn sie zu ihrem Vorteil sind, ne, weil sie auch, wie gesagt, unflexibel sind. Aber vielleicht gefällt es euch gar nicht. Hinterfragt doch mal die Traditionen, ändert etwas, auch mit der großen Gefahr, dass es verdeckten Narzissten nicht gefallen wird. Aber es ist ja auch euer Leben und das Leben sollte ja euch gefallen. Also von daher konzentriert euch da mehr auf euch. Oder sich von Sätzen ist das nächste. So bin ich eben, ja, nicht blenden lassen. Natürlich sollte man das Gegenüber so nehmen, wie es ist, ja. Aber ich habe hier auch eine Antwort, zum Beispiel, wenn sowas kommt, ne, da hat vielleicht eure Freundin da euch schlecht behandelt, vor anderen Menschen abgewertet, ne? Und dann sprecht ihr sie darauf an und sagt, ja, so bin ich eben, ja. Und dann eben auch ganz klar zu antworten, das mag sein, aber das ist für mich nicht okay. Und ich lasse mich so auch nicht behandeln von dir. Ne? Oder auch zu sagen, dann solltest du versuchen, das tatsächlich bei mir zukünftig anders zu machen. Für mich ist das nicht okay, solche blöden Scherze über mich zu machen, solche gemeinen Aussagen vielleicht auch zu machen. Das finde ich nicht witzig und nicht in Ordnung. Gehen nicht eben auf dieses Fishing for Compliments ein, auch ein Punkt, immer wieder zu loben und zu machen und macht es nicht, ja, ihr kommt immer wieder in die gleiche Dynamik irgendwie rein. Das heißt nicht, dass man auch mal sagen kann, das ist aber nett, das ist aber toll, ja, aber nicht immer den Fokus nur auf die verdeckten Narzissten. Kritisiere eben auch, wenn es angebracht ist. Ihr glaubt gar nicht, was verdeckte Narzissten alles an Kritik aushalten. Sie wollen es nur nicht hören. Aber oft hat man so eine Hemmung, dass man sagt, Gott, das kann ich doch nicht machen, dann bricht für meine Schwester die Welt zusammen oder mein Vater erträgt das nicht. Die sind erwachsene Menschen, glaubt mir, die kommen mit mehr zurecht, als ihr das glaubt. 3 Fragen. Als erstes, vermeidest du vieles aus Angst vor der Reaktion von verdeckten Narzissten, wenn sie sich ärgern? Das zweite ist, welches Verhalten ist es? Und das dritte ist, wie kannst du da authentischer sein? Ein langes Video heute, hier gibt es noch Anschlussvideos. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Hoffe, ihr genießt das Wetter, sage ich gerade, weil es ein bisschen winterlich jetzt wieder wird und ich ja immer noch die Skipisten, wenn ich kann, unsicher mache und es mir irre Freude macht. Und wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bis nächsten Samstag. Ciao!